Der Goldpreis im freien Fall. Ein historischer Crash erschüttert die Märkte und löst eine Welle der Panik aus. Überall liest man von zweistelligen Verlusten, von Zwangsverkäufen und dem Ende des Goldbooms. Das eigene Depot leuchtet blutrot. Der erste Impuls: verkaufen. Raus hier, bevor alles weg ist. Diese Angst, dieser Schmerz beim Anblick der Verluste ist absolut real und nagt an einem. Doch was, wenn ich Ihnen sage, dass genau diese Panik eine einmalige Kaufgelegenheit schafft, auf die smarte Investoren seit Jahren gewartet haben? Was, wenn dieser angebliche Crash in Wahrheit nur ein gigantisches Ablenkungsmanöver ist, kurz bevor der Preis in nie gesehene Höhen schießt? In diesem Video spielen wir genau so ein hypothetisches Crash-Szenario für 2026 durch. Wir analysieren, was hinter so einem Beben stecken könnte. Wir decken auf, was die Profis hinter den Kulissen wirklich tun, während die breite Masse in Panik verfällt. Und am Ende werden Sie eine klare Antwort auf die alles entscheidende Frage haben. Solltest du in einem solchen Moment kaufen? Bleiben Sie dran, denn diese Analyse könnte die Art und Weise, wie Sie über Gold denken, für immer verändern. Das Problem: Anatomie eines hypothetischen Crashs. Stellen wir uns das Szenario einmal vor. Es ist Anfang 2026. Nach einer unglaublichen Rallye, die den Goldpreis auf ein Rekordhoch von fast 5.600 US-Dollar getrieben hat, passiert das Undenkbare. Innerhalb weniger Tage stürzt der Preis um über 20% ab und fällt unter die Marke von 4.500 Dollar. Silber wird noch härter getroffen, mit einem Einbruch von fast 50%, der größte Verlust seit über einem Jahrzehnt. Die Schlagzeilen schreien: Gold Crash, das Ende des sicheren Hafens. Was löst so eine Lawine aus? Selten ist es nur eine einzige Sache. Meistens ist es eine toxische Mischung, ein perfekter Sturm. Der erste Dominostein: Gewinnmitnahmen. Nach einer so starken Rallye, wie wir sie bis Ende 2025 gesehen haben, ist es nur natürlich, dass einige Investoren ihre Gewinne vom Tisch nehmen. Das erzeugt ersten leichten Verkaufsdruck. Aber das allein reicht nicht für einen Crash. Der zweite, viel entscheidendere Faktor sind die Terminmärkte. Stellen Sie sich große, spekulative Fonds vor, die mit massivem Hebel aufsteigende Goldpreise gewettet haben. Plötzlich erhöhen die Börsen wie die COMEX die sogenannten Margin-Anforderungen. Das bedeutet, die Spekulanten müssen über Nacht viel mehr Geld als Sicherheit hinterlegen, um ihre Positionen offen zu halten. Geld, das viele nicht haben. Die Folge: Zwangsliquidation. Sie müssen ihre Goldkontrakte verkaufen, egal zu welchem Preis, nur um liquide zu bleiben. Das löst eine erste Verkaufswelle aus. Der COT-Report, der die Positionierung der Händler zeigt, würde in so einem Fall einen drastischen Einbruch des Open Interest um über 15% offenbaren. Ein klares Zeichen für eine Flucht der Spekulanten. Der dritte Dominostein ist rein technischer Natur. Wenn der Preis unter wichtige psychologische und technische Marken fällt, zum Beispiel unter die 5.000-Dollar-Marke, werden Tausende von automatisierten Stop-Loss-Orders ausgelöst. Das sind vorprogrammierte Verkaufsaufträge von Anlegern, die ihre Verluste begrenzen wollen. Diese automatisierten Verkäufe schütten weiteres Öl ins Feuer und beschleunigen den Abwärtstrend. Es entsteht eine regelrechte Todesspirale aus Margin Calls und ausgelösten Stops, die den Preis immer weiter nach unten drückt. Und dann kommt der politische Brandbeschleuniger. Stellen Sie sich vor, der US-Präsident kündigt an, einen bekannten Falken als neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve zu nominieren, vielleicht im Zuge des erwarteten Wechsels im Mai 2026. Ein Falke in der Geldpolitik steht für höhere Zinsen und eine starke Währung. Beides ist pures Gift für den Goldpreis, da es zinslose Anlagen wie Gold unattraktiver macht. Diese eine Nachricht könnte der Funke sein, der das Pulverfass zur Explosion bringt und die Panik auf den Höhepunkt treibt. Genauso sieht die Anatomie eines Crashes aus. Ein Sturm aus Psychologie, Marktmechanik und Politik. Für den unvorbereiteten Anleger fühlt es sich an wie das Ende der Welt. Für den informierten Investor ist es der Beginn einer riesigen Chance. Die Analyse: Was sagen die Fundamentaldaten wirklich? Während also die breite Masse in Panik verkauft und die Medien den Untergang des Goldes heraufbeschwören,
zoomen die Profis und die wirklich langfristigen Investoren heraus. Sie ignorieren den kurzfristigen Lärm der Preisschwankungen und konzentrieren sich auf das, was wirklich zählt: die fundamentalen Treiber. Und diese haben sich durch einen solchen technischen Ausverkauf nicht nur nicht geändert, sie haben sich teilweise sogar verstärkt. Schauen wir uns den wichtigsten Treiber an, die Zentralbanken. Seit Jahren sehen wir einen unaufhaltsamen Trend, der sich nach den Sanktionen gegen Russland noch beschleunigt hat. Notenbanken auf der ganzen Welt, allen voran Länder wie China, Polen und viele andere Schwellenländer, kaufen Gold in Rekordmengen. Warum? Weil sie ihre Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren wollen. Sie betreiben De-Dollarisierung. Sie haben gesehen, wie schnell Dollarreserven durch politische Entscheidungen eingefroren werden können. Gold hingegen ist ein neutraler, physischer Vermögenswert, den niemand per Knopfdruck entwerten oder beschlagnahmen kann, solange er im eigenen Tresor liegt. Ein Preissturz, wie wir ihn in unserem Szenario beschreiben, wäre für diese Institutionen kein Grund zur Sorge, sondern ein gigantisches Sonderangebot, um ihre Bestände günstiger aufzustocken. Die Nachfrage von dieser Seite würde also nicht versiegen, sondern förmlich explodieren. Der zweite fundamentale Treiber ist die globale Verschuldung und die Inflation. Schauen Sie sich um. Die Staatsverschuldung in den USA, in Europa, in fast allen großen Industrienationen explodiert. Es gibt politisch keinen Willen, diese Entwicklung zu stoppen. Wie wird diese Schuldenlast am Ende bezahlt? Historisch gesehen gibt es nur wenige Wege, und der einfachste ist immer, die eigene Währung zu entwerten, also Inflation zuzulassen. Ihr Geld auf dem Konto, Ihre Lebensversicherung, Ihre Staatsanleihen verlieren dadurch schleichend, aber sicher an Kaufkraft. Gold ist seit Jahrtausenden der ultimative Schutz gegen genau diese Entwicklung. Es ist knapp, kann nicht beliebig gedruckt werden und hat seinen Wert über alle Währungsreformen und Krisen hinweg erhalten. Diese fundamentale Eigenschaft ändert sich nicht, nur weil ein paar Spekulanten an der Terminbörse ihre Positionen auflösen müssen. Im Gegenteil. Jeder Akt der Geldschöpfung und jeder neue Schuldenrekord macht Gold langfristig nur noch wertvoller. Der dritte Punkt ist die physische Nachfrage. Während an der Börse in New York Panik herrscht, würde in den Goldgeschäften in Shanghai, Mumbai und Istanbul das genaue Gegenteil passieren. Ein Preissturz von 20% würde eine Welle der physischen Käufe auslösen. Besonders in Asien hat Gold einen tiefen kulturellen Stellenwert als Schutz- und Statussymbol, und die Nachfrage bleibt auch bei Preisturbulenzen stark. Die Menschen wollen etwas Greifbares, etwas Echtes in der Hand halten, wenn das Vertrauen in Papierwährungen und Finanzsysteme schwindet. Und schließlich, der vierte Treiber, geopolitische Risiken. Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, Spannungen rund um China, die Welt ist alles andere als stabil. Gold gilt seit jeher als der ultimative sichere Hafen in unsicheren Zeiten. Auch wenn geopolitische Schocks manchmal nur kurzfristige Preisspitzen verursachen, tragen sie doch zu einem grundlegenden Gefühl der Unsicherheit bei, das immer mehr Anleger dazu veranlasst, einen Teil ihres Vermögens in Gold als Versicherung zu halten. Wenn wir also einen Schritt zurücktreten, sehen wir ein klares Bild. Der hypothetische Crash wäre ein technisches, kurzfristiges Ereignis, ausgelöst durch Spekulanten. Die langfristigen fundamentalen Gründe für den Besitz von Gold, Zentralbankkäufe, Schulden, Inflation und geopolitische Risiken bleiben nicht nur intakt. Sie werden durch die Unsicherheit eines solchen Ereignisses sogar noch verstärkt. Und genau das wissen die Profis. Die Lösung, was die Profis wirklich tun. Und damit kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was tun die Profis, die großen Investmentbanken, die erfahrenen Fondsmanager, die Milliardäre, in einem solchen Moment der Panik? Sie tun das genaue Gegenteil der breiten Masse. Sie kaufen. Und sie tun es mit beiden Händen. Ihr Mantra lautet: Kaufe, wenn Blut auf den Straßen fließt. Für sie ist ein solcher Crash kein Problem, sondern die Lösung für ein Problem, das sie vorher hatten. Der Preis war ihnen zu hoch, der Einstieg zu teuer. Der Crash ist die Einladung, die sie brauchten. Schauen wir uns an, was die großen Häuser ganz konkret sagen. Die Prognosen der großen Banken für das Jahr 2026 sind, trotz der Möglichkeit von Korrekturen, überwältigend bullish.
Goldman Sachs hat seine Prognose kürzlich auf $5.400 für Ende 2026 angehoben. Bank of America und Deutsche Bank sehen das Ziel sogar bei $6.000. Und JP Morgan ist mit einem Ziel von $6.300 und einem Upside-Szenario von bis zu $8.500 am optimistischsten. Was sagt uns das? Selbst wenn es zu einem massiven, kurzfristigen Einbruch kommt, sehen die klügsten Köpfe der Finanzwelt den Preis am Ende des Jahres deutlich höher. Sie würden den Dip also nutzen, um ihre Positionen aufzustocken, nicht um sie zu verkaufen. Der World Gold Council, die weltweite Lobbyorganisation der Goldindustrie, bestätigt diesen bullischen Ausblick. In seinen Analysen betont er immer wieder die ungebrochen starke Nachfrage der Zentralbanken als stabilisierenden Faktor. China zum Beispiel hat seine Goldreserven 16 Monate in Folge aufgestockt, unbeirrt von kurzfristigen Preisschwankungen. Auch andere große Vermögensverwalter sehen das so. Sie betonen, dass der langfristige Trend für Gold intakt ist und kurzfristige Schwankungen von 10 bis 15% völlig normal sind. Sie würden so etwas als Konsolidierung ansehen, nicht als Trendwende. Die Logik ist einfach: Der Crash wird von Papiermärkten und Spekulanten verursacht. Die Erholung wird von physischen Käufern und langfristigen strategischen Investoren getragen. Während der Kleinanleger in Panik sein Papiergold, ETFs, Zertifikate auf den Markt wirft, sammeln die Profis und die Zentralbanken das physische Metall zu günstigen Preisen ein. Sie verstehen, dass sich die fundamentalen Gründe für den Besitz von Gold nicht geändert haben. Die Schulden sind immer noch da, die Druckerpressen laufen immer noch und die geopolitischen Spannungen sind nicht verschwunden. Für die Profis ist der Crash also nichts anderes als ein gigantischer Sale, ein Rabatt auf einen Vermögenswert, den sie sowieso langfristig halten wollen. Sie haben die Liquidität und die Nerven aus Stahl, um genau dann zu handeln, wenn alle anderen von Angst gelähmt sind. Sie wissen, die größten Vermögen werden in den größten Krisen gemacht. Deine Strategie: Solltest du jetzt kaufen? Was bedeutet das alles nun für dich ganz konkret? Wenn ein solches Szenario eintritt und du siehst, wie der Goldpreis abstürzt, was ist die richtige Handlungsweise? Die Antwort hängt von deiner Strategie ab, aber Panikverkäufe sind mit Sicherheit die schlechteste aller Optionen. Basierend auf dem Verhalten der Profis und der fundamentalen Lage gibt es 3 vernünftige Strategien: Der Sparplan, die stoische Methode. Wenn du bereits einen Gold- oder Edelmetall-Sparplan hast, ändere nichts, lass ihn einfach weiterlaufen. Ein Sparplan ist in einem volatilen Markt das intelligenteste Werkzeug. Du nutzt den sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Wenn der Preis fällt, wie in unserem Crash-Szenario, kaufen deine regelmäßigen Raten automatisch mehr Gold für das gleiche Geld. Wenn der Preis wieder steigt, hast du von den günstigen Einstiegskursen profitiert, ohne versuchen zu müssen, den perfekten Tiefpunkt zu erwischen. Diese Methode nimmt die Emotionen aus der Entscheidung und ist für 90% der Anleger der beste Weg. Die Einmalinvestition, die antizyklische Methode. Wenn du über freie Liquidität verfügst und von der langfristigen Stärke von Gold überzeugt bist, dann ist ein solcher Crash die Kaufgelegenheit, auf die du gewartet hast. Hier kannst du wie die Profis handeln und antizyklisch investieren. Du kaufst, wenn die Angst am größten ist. Das kann in Form von physischen Münzen und Barren geschehen, die dir maximale Sicherheit bieten, oder über kostengünstige, physisch hinterlegte ETCs, wenn es dir um die reine Preispartizipation geht. Der Schlüssel hier ist, nicht alles auf einmal zu investieren. Kauf vielleicht eine erste Tranche nach dem ersten großen Einbruch und halte noch Pulver trocken, falls der Preis noch weiter fällt. Das Abwarten, die vorsichtige Methode. Es ist auch keine Schande zu sagen: Ich warte, bis sich der Staub gelegt hat. Nicht jeder hat die Nerven, in ein fallendes Messer zu greifen. Bei dieser Strategie wartest du, bis der Preis einen klaren Boden gebildet hat und erste Anzeichen einer Erholung zeigt. Der Nachteil ist, dass du den Tiefpunkt wahrscheinlich verpasst und schon wieder 10 oder 15% höher einsteigst. Aber für risikoscheue Anleger kann es die psychologisch einfachere Variante sein. Bedenke aber immer den Spruch: Der Markt wartet auf niemanden. Die stärksten Erholungen kommen oft schnell und unerwartet. Egal für welche Strategie du dich entscheidest, das Wichtigste ist, die Rolle von Gold in deinem Portfolio zu verstehen.
Gold ist keine Wert-schnell-reich-Spekulation. Es ist eine Versicherung. Eine strategische Allokation von 5 bis 15% des Gesamtvermögens, wie von vielen Experten empfohlen, dient dem Schutz vor Inflation, Währungskrisen und geopolitischen Schocks. Es ist der Fels in der Brandung, wenn die anderen Märkte stürmisch werden. Wenn du tiefer in die Strategien der Profis eintauchen und lernen willst, wie du dein Portfolio krisensicher aufstellst, habe ich ein exklusives PDF für dich vorbereitet. Dort findest du eine detaillierte Checkliste für den Goldkauf und die 3 häufigsten Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Den Link dazu findest du kostenlos in der Videobeschreibung. Und wenn dir diese Analyse gefallen hat, dann abonniere unbedingt den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine wichtigen Updates mehr verpasst. Ein Like hilft uns ungemein, mehr Menschen zu erreichen. Ein hypothetischer Goldcrash im Jahr 2026, so dramatisch er auch klingen mag, wäre also höchstwahrscheinlich ein kurzfristiges, technisch getriebenes Ereignis und keine fundamentale Trendwende. Während die breite Masse in Panik gerät, erkennen professionelle und langfristige Investoren die einmalige Kaufgelegenheit, die sich aus den Zwangsverkäufen von Spekulanten ergibt. Die wahren Treiber des Goldpreises, massive Zentralbankkäufe, explodierende Staatsverschuldung, Inflation und geopolitische Unsicherheit, bleiben vollkommen intakt. Die größten Chancen liegen oft dort, wo die größte Angst herrscht. Ein solcher Crash wäre kein Grund zur Panik, sondern ein Test für den klugen Investor. Aber denk bitte immer daran: Das hier ist keine Anlageberatung, sondern dient allein der Information und Bildung. Triff deine Entscheidungen immer selbst und gut informiert.